Hallo Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und mir beim Malen zuschauen möchtet. Willkommen übrigens auch an alle neuen Abonnenten. Dieses Bild hat eine etwas längere Reise hinter sich, aber man sagt ja auch, dass je vielschichtiger ein Gemälde ist, desto interessanter ist es auch am Ende. Und jetzt nehme ich euch einmal mit auf die Reise. Es wird eine sehr schöne, verwunschene Landschaft sein und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. Die Farben, die ich verwendet habe, die findet ihr wie immer in der Infobox. Es geht jetzt hier auch schon mittendrin los, weil ich nämlich leider den ersten Teil aus Versehen nicht mitgefilmt habe. Ich hatte die Kamera stehen und habe gedacht, sie läuft, aber dann lief sie irgendwie trotzdem nicht. Und ja, ich hatte wohl nicht auf Record gedrückt, also na gut, es geht jetzt hier einfach mittendrin los. Ist aber nicht weiter schlimm, weil sich das Bild sowieso nochmal verändern wird. Also man kann wirklich gespannt sein, was am Ende bei rauskommt. Das ist jetzt sowieso erstmal die unterste Schicht und die sieht so ein bisschen aus wie so eine Unterwasserlandschaft mit vielen Blautönen, aber auch so ein paar warmen Farbtönen mit drin. Und ich möchte halt, dass später in dem Bild auch ein paar von den Farbtönen noch so durchscheinen oder dass die noch so sichtbar sind. Und das macht das ganze Bild halt auch interessanter, je mehr Schichten man hat. Ich habe jetzt hier einfach mal erstmal drauf losgemalt, so ganz intuitiv, wie ich das ja auch sehr gerne mache. Das ist jetzt der erste Zwischenstand. Ich wollte auf jeden Fall noch mal was dran verändern und damit ich das Bild nicht gleich versaue, habe ich erstmal bei Paint das so ein bisschen vorgemalt. Das ist der neueste Trick, den ich mir überlegt habe. Bevor ich nämlich auf der Leinwand irgendwelche Formen male, die mir dann nachher doch nicht gefallen und die ich wieder übermalen muss, ist es ja einfacher, das erstmal quasi digital zu skizzieren und dann macht man am Ende auch nicht so viele Fehler. Man kann natürlich auch Allgemeinskizzen vorher machen, habe ich aber, wie ich auch meistens es nicht mache, hier natürlich auch nicht gemacht. Ich finde es aber ganz hilfreich für die Komposition, wenn man sich eine Skizze macht, aber in dem Fall wusste ich einfach gar nicht, was es jetzt am Ende wird und deswegen habe ich auch keine Skizze gemacht. Manchmal schränkt einen das ja auch ein bisschen ein, wenn man so ganz frei malen möchte. Ich sehe es am Ende dann auch meistens, was bei dem Bild noch anders sein muss. Und ich möchte das auch bewusst trainieren, dass ich frei male, weil mir das einfach wichtig ist und weil es mir auch Spaß macht. Ich male ja auch oft Aufträge und da bin ich natürlich auch eher eingeschränkt, was die Farbauswahl etc. angeht, weil es halt nicht mein Bild so gesehen ist, sondern das Bild für jemand anderen. Das kann einen natürlich auch manchmal kreativ ein bisschen blockieren, deswegen brauche ich auf jeden Fall unbedingt diesen Freiraum dann für mich selber, um mich so richtig auszutoben und das alles so ein bisschen, ja, wie gesagt, zu trainieren. Das ist jetzt die zweite Farbschicht, die fertig ist. Da habe ich mich auch ein bisschen an der Skizze orientiert. Also es ist von der Skizze auf jeden Fall auch was mit drin geblieben. Die war nicht völlig umsonst. Aber ich möchte das Bild einfach nochmal anders haben. Irgendwas hat mir gefehlt und wie ich ja auch schon gesagt habe, ich habe das Gefühl dann auch, dass es anders sein muss und dass es irgendwie noch nicht so rund ist oder zu viel dunkel an einer Stelle. Ich finde es immer ganz gut, wenn man einen Fokuspunkt hat und einen anderen, kleineren Fokuspunkt und da war mir jetzt ein bisschen zu viel los, deswegen habe ich einfach losgelegt und nochmal drüber gemalt. Also das ist jetzt hier der dritte Tag.
Mit diesen hellen Farbtönen bringt man halt wunderbar so eine Leichtigkeit mit rein und am Ende wollte ich einfach so ein Gemälde haben, was sich leicht anfühlt und da passt dieses Minzgrün natürlich auch wunderschön rein, genauso wie dieses Himmelblau. Ich wollte aber auch keinen Blauüberschuss. Da muss ich mir auf jeden Fall gleich nochmal überlegen, was ich da noch für Farben mit reinbringe. Ich möchte die kühlen Farbtöne ausgleichen mit diesem Neapelgelb und dem Titanbuff Dunkel. Wie gesagt, alles in der Videobeschreibung auch. Dann habe ich hier mein Acrylmedium. Da fülle ich mir jetzt erstmal Weiß mit rein. Dann habe ich hier so ein Yellow Oxide von Liquitex und ein helles Cadmiumgelb von Sestrene Grene. Ich habe auch übrigens Alternativen in die Videobeschreibung reingeschrieben. Und man sieht schon direkt neben dem Titanweiß, dass der Farbton wesentlich wärmer und freundlicher aussieht. Also dieses Titanweiß wirkt ja auch sehr schnell kühl und so kann man einfach sich so einen Cremefarbton mit dazu mischen, der das Ganze etwas aufwärmt. Je mehr Farbtöne ihr reinmischt, desto interessanter wirkt es am Ende auch. Und ich finde es immer sehr schön, wenn man viele Farbabstufungen mit reinmischt. Ich mische mir mal alle möglichen Farben zusammen und auf der Leinwand mische ich die dann auch immer noch mal zusammen. Und ich finde, das sieht dann einfach irgendwie so ätherischer aus oder verwunschener. Ich weiß auch nicht, aber ich mag auf jeden Fall den Effekt, der dabei entsteht. Hier kann man sich zum Beispiel auch so dieses warme Sienna noch mal reinmischen. Dann wirkt das ganze Gemälde gleich viel wärmer. Ich empfehle euch übrigens auch immer, die Pinselgröße an die Leinwand anzupassen. Also je größer die Leinwand ist, desto größer sollte auch der Pinsel sein. Ich habe früher den Fehler gemacht, dass ich mit kleinen Pinseln auf einer großen Leinwand gemalt habe und das einfach nicht so schön aussah, wie wenn ich einfach mit einem großen flächigen Pinsel gemalt habe. Weil man sich, glaube ich, in Details verliert oder so und das passiert halt nicht, wenn man mit einem großen Pinsel malt. Auf kleineren Gemälden mag das ja funktionieren, aber auf großen würde ich immer empfehlen, auch die Pinselgröße etwas anzupassen. Ich habe mir jetzt überlegt, dass ich das Bild gerne mit etwas Wasser besprühen möchte, damit ich da so zerlaufende Farben drauf habe. Und da habe ich mir einfach mal so eine Unterlage drunter gelegt und gleich mit meinem Wasserspray, was ich übrigens auch für meine Pflanzen benutze, einfach auf die Leinwand drauf gesprüht und das so runterlaufen lassen. Ich möchte natürlich nicht meinen Boden versauen, deswegen die Unterlage. Hier sieht man auch schön, wie die Farbe so runterläuft und sich unten sammelt und die kann ich halt einfach dann mit einem Küchentuch aufwischen und lasse die Leinwand dann erstmal trocknen und die Unterlage habe ich abgewischt und kann ich nochmal wiederverwenden, wenn die getrocknet ist. Deswegen hänge ich die jetzt einfach hier so über die Tür rüber. Und dieses selbst zusammengemischte Cremeweiß habe ich mit Frischhaltefolie versehen und kann ich so am nächsten Tag auch wieder verwenden. Hier ist jetzt auch schon wieder der nächste Tag. Ich habe mir meine Farben nochmal separat ausgesucht, die ich dafür verwenden möchte. Ich habe auch so ein schönes Perlmuttweiß da übrigens noch mit reingebracht. Das seht ihr auch gleich, wie das dann aussieht auf der Leinwand. Ich
möchte auf jeden Fall ein paar Stellen noch so ein bisschen opaker haben, also etwas deckender. Und manche möchte ich aber auch so leicht transparent lassen. Es wurde ja durch das Wasser auch wieder ein bisschen was ausgewaschen. Manche Stellen muss ich dann jetzt halt nochmal nachbearbeiten, die ich ein bisschen deckender haben möchte. Das ist dann die letzte Farbschicht. Aber ich finde es halt echt schön, wie dieses Wasser da runtergelaufen ist und dadurch auch nochmal so eine kleine Struktur hinterlassen hat. Die sieht man dann halt vor allem in den etwas dunkleren Farbtönen, also in dem Blau zum Beispiel oder diesem Beige oder in dem Grün. So langsam entwickelt sich das Gemälde auch zu dem, wie ich das gerne haben möchte, nämlich so eine helle, lichtdurchflutete, verwunschene Landschaft, die aber in so zarten und warmen Pudertönen größtenteils gehalten ist und wo aber so ein bisschen was Blumiges irgendwie durchkommt, so ein bisschen so eine Pflanzenwelt, also so eine Flora. Und ich finde es einfach immer wieder erstaunlich, was aus den Bildern am Ende wird, und ihr werdet mir da wahrscheinlich auch zustimmen. Aber es ist halt so, wie ich gerne male, einfach frei und lasse am Ende was Tolles daraus entstehen. Bei den Grüntönen wollte ich gerne noch ein bisschen mehr Kontrast haben, deswegen habe ich da so ein leicht dunkleres Grün noch mit reingebracht. Das hier soll ja auch mein Fokuspunkt werden, also die Stelle in dem Bild, wo am meisten los ist, und das ist jetzt im unteren linken Drittel des Gemäldes, und das finde ich auch immer ganz harmonisch, wenn die Aufteilung so ist. Das ist jetzt dieser schöne Perlmutt-Farbton, und hier seht ihr auch schon, wie das so ein bisschen glänzt und reflektiert, und ich finde diesen Effekt einfach echt schön. Bin froh, dass ich das mal ausprobiert habe, weil es gibt wirklich nochmal so ein bisschen mehr Glanz und Leuchtkraft. Der Farbton heißt übrigens Iridescent White und ist von Liquitex. Ist von den Fluid-Acrylfarben, also von diesen etwas flüssigeren. Aber wie gesagt, ist es alles in der Videobeschreibung verlinkt. Ich habe natürlich auch mal wieder mein Malmesser benutzt, hier um noch ein bisschen Struktur in meinen Fokuspunkt reinzubekommen. So sieht das Ganze jetzt nach meiner Malsession aus. Ich habe das Bild jetzt für fertig erklärt und hier könnt ihr es bewundern. Es heißt Soft Flora. Es ist eine weiche, atmosphärische Landschaft, eine abstrakte Landschaft mit vielen schönen, hellen, aufmunternden Farben drin, die so eine gewisse Wärme ausstrahlen, aber auch Leichtigkeit. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sage wieder Ciao und bis zum nächsten Mal.